Guten Morgen! Liebe Freunde und herzlich willkommen zurück auf dem besten Kanal hier auf YouTube mit den schönst aussehendsten Spezialgästen oder Specials. Denn Gast ist sie schon lange nicht mehr. Dana Rolle. Herzlich willkommen zurück. Vielen Dank, dass du wieder mal dabei bist und dass du es geschafft hast. Unfassbar, wie du das jedes Mal hinkriegst. Es ist unglaublich. Und du hast wieder einiges hier an fantastischen Songs und Vorschlägen mitgebracht, wobei ich habe die auch alle bekommen und gesehen, DMs und Brieftauben und SMS und MMS und sogar Faxe bekommen, dass wir unbedingt die junge Dame mit dem Namen Jessie. Was ist Jessie. J-C. C, ja. Jay-Z. Jay-Z? Jay-Z. Who that be? Who that be? Ich bin gespannt. Ich habe schon so kleine Clips zugeschickt bekommen, dass da auf jeden Fall sexy Dances mit drin sind. Echt? Geil, oder? Ich liebe jetzt schon ihr Outfit. Guck dir das mal an. Was hat die an? Oh mein Gott, das ist bestimmt handgestickt. So Kristalle mit der Hand drauf genäht auf so feinsten Meshstoff. Das ist lustig, weil man dein Gesicht nicht sieht. Upsi. Du musst dran denken. Ich habe das Bild verschoben übrigens. Ich muss mich da erst dran gewöhnen. Ich bin nicht so schnell kompatibel mit neuen Dingen. Du bist nicht so schnell, dann hättest du den Satz beenden können. Der Screen ist direkt hier drunter, also da kannst du schon ab und zu mal hinschielen. Wer übrigens nicht weiß, wie unser Setup hier aussieht, der darf uns Der darf gerne auf Instagram folgen und da vorbeischauen, denn da wird das immer wieder mal auch festgehalten. Hier nochmal eine kleine Einblendung. Das ist mein Instagram, Danas Instagram steht unten in der Beschreibung und wir fangen mal an mit dem Song. Oh mein Gott, das klingt geil. Ich habe nicht hingeschaut. Was? Du musst! Oh, echt? Wie kannst du da nicht hingucken? Du musst sofort. Oh mein Gott, ich war leider zu langsam. Ich bin nicht so wie du. Ja, wie du gerade gesagt hast, bist du nicht schnell. Ja, ich bin da nicht schnell. Ich habe dich im perfekten Moment angehalten. Erst danach. Das war so lange im Bild. Und da kommt auch wieder meine Formel zum Spiel. Ich sage ja jedes Mal, das schönes Tattoo übrigens am Unterarm. Ich sage ja jedes Mal, dass wenn in den ersten 30 Sekunden eines Musikvideos ein schöner Frauenhintern zu sehen ist das, ja, ich sag mal, 95%iger Garant dafür, dass das ein erfolgreicher Song auch wird. Nicht nur das Video, sondern der ganze Song. Wir gucken mal, das ist gestern rausgekommen. Gut, ist nicht schlecht. Ich will wissen, was sie anhat. Also, woher das ist. Wenn es jemand rausfinden kann, bitte mir schreiben. Das interessiert mich. Das ist wunderschön. Das Make-up ist ja auch. Ja. 쥐어짜지 않아도 할 사람들은 알아. They already know. Yeah. Autotune. 가슴 마치 사실 마치 전부 인양 다들 떠들어. Oh. 불편한 사람들 맞출 생각 없어 그냥 되게 버릇없는 년 TV에는 광고 화보 앨범 공연 행사 투어 난 바쁜 몸 후레비 난 날아다닌 벤처 후레비 They love to hate me cause I keep it real yo 너는 불어하네 이미 진 거 Calling Jesse 섭외 모두 아무 잘 나가도 나는 loyal. Okay, krass, das ist ja richtig auf Ami-Rap, Hip-Hop. Ja, aber wo ist es aufgenommen? Es hat so Paris-Vibes. Okay, ja. Nicht? Ja, europäisch sieht es schon aus, ja. Und Autotune hat sie auf der Stimme, das wollte ich sagen. Und wie? Und ja, wobei es ist nicht dieses gewackelte Autotune, man kann das ja auch noch verschieden einstellen oder ähnliche Programme wie Autotune benutzen. Auf jeden Fall hat sie so diesen Autotune-Effekt, nenne ich den mal jetzt stilistisch, drauf, aber eben nicht so dieses super krasse. Also, es ist so ein Mittelding. Ich weiß nicht, ob das ganz so clever ist, weil wenn man Autotune so benutzt und so und eben als Stilmittel, dann ist es eigentlich immer auch ganz gut, wenn man es so reindreht, dass es den Leuten auch auffällt und die verstehen so, okay,
Es ist extra, so als Stilmittel. Ja, weiß ich nicht, ob das da so gut rauskommt. Aber ich finde es im Zusammenhang mit dem Musikvideo ganz cool, weil es so gegensätzlich ist irgendwie. Okay. 난 여기저기 다 Ja, das war ja schon dein Punkt, oder? Ja. 여 하늘에서 1등석 타고서 자유여 세상 어디를 가든 동양 여자로서 나는 절대 안 꿀려 Stacking mileage while I'm standing 하지 말라고 할수록 나는 더 Oh, Nee, weißt du, warum ich klatsche? fake. Ja. Saugeil. Das ist richtig witzig. Und sie meint sicherlich den Inhalt und nicht sich selber. Ja, sie sagt ja, sie keep this real. Also Ja. realer geht's, glaube ich, Saugeil. nicht. Ja, mega geil. Also das sieht auch cool aus. Also mal abgesehen davon. Ich glaube, bei dem, ja, hier sieht man es besser. Ja, ich glaube, es sieht auch so aus wie so mit einem Pinsel. Ja. Drauf. Aber ist es gedruckt oder nicht? Ja. 하지 말라고 할수록 나는 더 하고 싶어져 even more 네 남친 여친 정신 Hey, wie oft sie ihr Style auch verändert und das alles richtig krass aussieht. Also ich war jetzt teilweise ein bisschen, weil ihr wollte ich eigentlich kurz sagen, mit den kurzen Haaren sieht auch cool aus. 네 남친 여친 War es schon weg. Und dann war es schon weg. Und dann, aber warte mal, wo war das denn? Das war nur ein ganz kurzer Frame Ja. fast. Okay. 정신 털지 성질 급한 언니 I'ma take it Ja, wird ein all bisschen schicker angesagt. 후레비 난 날아다닌 벤처 후레비 They love to hate me cause I keep it real yo 너넨 보러 안에 이미 Geil. Genau auch an der Stelle vom Song. Den Shot meinte ich. Ja, der sieht sehr cool aus. Mega geil mit der Brille Ja, und- und den Manschetten. Genau, es sieht anders. 너넨 보러 Dass sie genau an der Stelle dann, ja, ich sag mal, die zwei etwas aufgepumpten Boobies nach oben pusht. Sehr geil, auch mit dem Gesichtsausdruck. Mega geil. Ja, okay. keep it real yo 너넨 보러 안에 이미 진거 calling just 있어봐 모두 아무 잘 나가도 나는 loyal oh yeah Who that big Wow. Who that big Cooles You Bild. that big Ass looking real good Who that big Who that big Who that big Fuck 'em what they say about you 시간이 없어 밤이 깊어 Oh yeah Ice day 어서 움직여 왜 얼어너 돌아가 Damn going in 누가 될지 죽으면 말지 부려봐 채도 You better man up 경쟁이 세 나르는 bread Give me the cash 다 주면 돼 괜찮겠어 너 이런데 The best of the best gang Oh yeah Who that be Ja, ganz klassisch hier so eine Trap-Snare, die dann hier als Übergang benutzt wird, als Drum-Fill-In, um den nächsten Part quasi einzuleiten und dann aber auch den Pitch ändert, also die Tonhöhe der Snare verändert sich, deswegen macht dieses das ist wirklich die Tonhöhe desselben Drum-Samples. Und hier waren irgendwelche sehr, sehr hohen so, Ice day 어서 움직여 왜 얼어너 돌아가 Damn ja, wie so, Glassplitter? ja, irgendwie sowas, Glitter? ja. Als ob man so einen Kronleuchter hätte und da das Gehänge von diesem Kronleuchter Ja. irgendwie im Wind spielen würde. So ungefähr, aber sehr, sehr hoch tatsächlich noch. 어서 움직여 Weil hier auch der Riser ist schon in einem fast nicht hörbaren Frequenzbereich. Ice day 어서 움직여 Na, wie so diese alten Kamerageräte, wenn da der Blitz aufgeladen ist. Ja, da hat das ja dann immer so kurz aufgeladen und hat dann genau den so richtig hochgegangen. So hörte sich das hier gerade an, dieser Riser. Ice day 어서 움직여 Ist schon sehr hoch, wenn man es ein paar Mal hintereinander hört, ist schon fast unangenehm, aber ja. 왜 얼어너 Nicht, wenn ihr die 8 Euro Lidl-Kopfhörer benutzt. Da hört ihr, ich wette, den nicht. ich wette mit euch, da hört ihr diesen Ton nicht mehr. Ohne Scheiß, den hört man dann nicht. Das sind so Sachen, du hast bei den Kopfhörern gewisse Höhen einfach, die waren nicht existent. Ich habe die leider schon wieder eingepackt.
Sonst hätte ich hier gerade mal zum Vergleich gerne getestet. Das Video könnt ihr übrigens schauen, wo ich 8 Euro Kopfhörer von Lidl getestet habe, über Danas Kopf. Gerade verlinkt jetzt. Sehr, sehr interessant. 돌아갈 때 I'm going in 누가 될지 두고 뭐 말지 부려봐채도 You better let up 경쟁이 세 나르는 break Give me the cash 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 다 주면 돼 괜찮겠어 너희 Und im Hintergrund auch so ein Chor. Was interessant ist bei diesem Chor, den man hier hört, ist auf jeden Fall ein synthetischer Chor, dass der sehr, sehr eng gemischt ist. Also der ist schon fast boxy, man hört den nur so. 괜찮겠어 너 이런데 The best of the best gang gang Oh yeah 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 Super viele schöne Shots ohne Ende. Das Grading sieht hammermäßig gut aus. Who that be? Who that be? Geile Set, Outfit. geile Outfits. 날아다닌 벤처 Who that be? Who that be? Who that be? Hat die sich ernsthaft da hochgetraut? Ich frage mich das schon die ganze Zeit, dass sie. Also sie ist barfuß. Also sie ist jetzt nicht in High Heels, krackelt sie da auf dem Dach rum. Ja gut, trotzdem. Gut, aber, dann ist sie nur aber so stell dir ein mal Stück, vor. ich sag mal so ein Stück weniger lebensmüde, je nachdem wie hoch ihre High Heels waren. Aber das, ich weiß nicht, wie es dahinter, aber es sieht wie ein Dach aus und als ob es da gleich sehr tief runtergeht. Ja, Apropos da auch nochmal, was hast du gesagt, Frankreich? Ja. Paris. Paris vielleicht sogar, wirklich. Also es sieht sehr, sehr, sehr europäisch aus. They love to hate me cause I keep it real, yo. 너는 부러워하는 이미지인 거. Calling, just 있어봐 모두. 아무 잘 나가도 나는 loyal. Oh yeah. Was ist Oh, Fear die of Jacke God? war von Fear of God. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher die Jacke ist. Geil. Geil. Jerry Lorenzo. Was für eine Collection? 2018 bis 19. Cool, geiles Ding. Ich guck mal direkt nach. Ja, jetzt weiß ich auch, ich glaube, einige hatten mir auch geschrieben, dass wir unbedingt eine Reaction drauf machen sollen, weil sie jeden Support auch gebrauchen kann. So wie ich übrigens auch. Ich habe, falls jemand bemerkt hat, einen Fleck auf dem Shirt, beachtet den bitte nicht. Den sieht man doch gar nicht. Den sieht man. Ich sehe ihn. Den hat doch keiner von euch gesehen, oder? Doch, haben sie gesehen. So, auf jeden Fall Daumen nach oben. Ich kann das verstehen mit dem Support. Es ist halt, wenn man weiß, wie es, ich sag mal, gesellschaftlich abgeht in Korea und Südkorea, ist das ja ein bisschen kontrovers. Ein bisschen. Ganz kleines bisschen. Allein eben in dieser Anfangssequenz so den Booty zu präsentieren und zudem ist er offensichtlich bearbeitet worden, so wie ihre Oberweite, was ja viele Frauen und Männer unter anderem auch machen heutzutage. Sie steht ja auch offensichtlich ganz offen dazu. Das ist ja, also, und dann diese ganze Sexualität-Thema und dann so offenherzig damit umzugehen und hin und her. Das ist ja in Korea so ein bisschen schwierig. Die sind ja ein bisschen gediegener unterwegs, sag ich mal. Oder ein bisschen. Ja, da ist die dann schon so ein bisschen frei Schnauze, ne? Bisschen, ja. Aber cool. Ich muss aber ganz ehrlich Also sagen. für uns ist cool, ja. Ja. Also ich rede jetzt nicht von uns. Ich weiß nicht, ob mir der Song so gut gefallen hätte, hätte ich das Musikvideo jetzt nicht dazu gesehen. Oh ja. Anders als zum Beispiel bei anderen Songs von ihr. Welcher war nochmal von der zweite, den wir gemacht hatten? Wie hieß er nochmal? Der am Strand, war das am Strand? Ja, das war am Strand. Der war richtig nice. Der war richtig geil. Der erste war ja... War so lala, aber da war es, dass ich das Video nicht so schön fand und mir deswegen der Song dann auch nicht mehr so gut gefallen hat. Ja. Hier finde ich das Video mega geil und ich glaube, das macht den Song für mich auch nochmal geiler. Ja, also das Video hier ist sehr, sehr stark. Optisch, oh mein Gott, guck dir diesen Shot an. Aber optisch sieht die auch extrem gut aus hier. Also bei dem ersten Video sah die komplett anders aus. Nicht nur anders, sondern beschissen. Die Lichter waren richtig kacke. Ja, die Lichter waren scheiße, sodass ihre Haut ganz merkwürdig aussah. Ja, das ist, wenn man so bestimmte Farbspots benutzt bei den Lichtern und dann die falschen Kameras und dann im Grading da irgendwie dann noch was macht, dann sieht der Hautton
Und Wirkt sowieso so- alles, sieht alles sehr, sehr komisch dann aus. Hier ist extrem gut, allein der Shot am Anfang, wo man ihr Gesicht sieht mit dem Make-up. Wo ich Ja, ja ihr meinte- Make-up sieht so. Hier? Da. Und auch wie glatt und so alles, das hat ja so eine richtig schöne Reflection hier im Gesicht, so richtig samtig Richtig sogar. Glow. Glow, genau, das ist das Wort. Also hier, Da auch. Oh, hier sieht sie extrem gut, oh mein Gott. extrem gut aus in dem Video. Die Shots sind der Shit, die Lichter sind krass, hier die Tiefe einfach, dieser Bokeh-Effekt. Auch sehr, sehr oft hier in dem Video. Die Shots hier auf dem Dach, auch wenn die vielleicht ein bisschen oder ja, ein bisschen lebensmüde wahrscheinlich waren, sehen dann halt natürlich fantastisch aus. Also, Hut ab. Ich finde die Nummer aber auch ganz cool, aber wie hieß denn das nochmal am Strand? Die zweite Nummer, erinnere ich mich, die fand ich richtig, richtig gut. Ich auch, aber ich erinnere mich gerade nicht mehr an den Titel. Jetzt beim zweiten Mal hören fällt dieses Autotune-Ding auch nicht so krass auf. Also die haben das mehr so, eben nicht dieses Gewackelte, also dass dann immer wieder sich hin und her korrigiert, der Ton, sondern eher das manuell nachkorrigiert. Dass man Töne dann einfach gerade zieht mit einem anderen Plugin, wie zum Beispiel Melodyne. Da kann man dann wirklich die einzelnen Töne dann nehmen und einfach gerade ziehen. Ja, fette Nummer. Also die Shot jeder Shot ist echt on point. Alle Outfits sehen sehr krass aus, die Tänzerinnen sind super. Kann man echt nichts sagen. Das ist aber auch geil, weil es passt halt auch perfekt zu diesem Video, zum Thema des Videos, ne, dass da auch nichts ist, wo man sie dann quasi irgendwie angreifen könnte. Das Video ist echt auf so einem Level. Die Attitude, die sie hier rüberbringt, dass man einfach gar nichts sagen kann von wegen. Das ist genau das auch unterstützt, was sie sagt, alle sind eigentlich nur am Neiden und wollen ein Stück von mir haben. Passt das Video perfekt. So gut. Wenn es jetzt beim anderen Video gewesen wäre, bei dem ersten, was wir geschaut hatten, wäre es was anderes gewesen, aber hier, das finde ich, also hier gefällt dieses sehr, sehr gut Outfit, auch. Ich Ja. glaube, ist das eine Chanel-Jacke? Das kann ich- So die klassische Chanel-Jacke eigentlich. Safe. Mit Sicherheit, ey. Aber man sieht doch das Dach hier, ne? Es ist ja in beide Richtungen, also Ja. verrückt. Geil! Geil. Attitude geil. Ist echt am Point. Also passt perfekt zum Song. Oh, der Shot war auch Ja. mega schön. Ja. Und so kurz. Ich muss sagen, ich finde es fast schade, dass sie bei diesem weißen Kristall-Outfit einen BH anhat. Warum nicht nur Nippelcover? Weil manchmal sieht man ihn so an den Seiten, Ja, hab ich auch schon Hautfarben gesehen. herausblitzen. Das finde ich fast schon schade. Ja, stimmt. Eigentlich bräuchte sie es ja wahrscheinlich nicht. Einfach nur so ein paar Nippelsticks. Ja gut, da hätte ich auch nichts gegen, ja. Ja, nice. Okay, fertig. Geil. Sonst Okay. versinken wir hier Ja. schon wieder im Video. Gut. Ja, also ihr seht, wir sind auf jeden Fall angetan vom Video und vom Song. Ich fand aber, sie hatte schon auch einen noch stärkeren Song, aber ich müsste das nochmal im Vergleich hören. Aber das ist halt hier, die Kombi mit dem Video ist halt geil. Es ist so, es passt perfekt. Das ist genau Ja. das Ansageding. Geil. Mega geil. Ja, fett. Aber die Outfits, also die Looks, alle sind perfekt. Ja. Alle Looks Ihr sind perfekt. Make-up sieht so gut aus. Alle Looks sind perfekt. Das ist echt krass. Auch super durchdacht. Selbst Ja. dieser eine Shot, wo hinten dann einfach nur mal so ein Fahrrad steht. Das ist so voll. Das denkt man ja gar nicht. Ich muss mal kurz umschalten. Dass man da eigentlich hat das ja so ein Fahrrad hier nichts verloren, aber irgendwie wirkt das dann voll cool mit ihr dann noch, weil sie ja dann auch diesen Stil dann trägt und so. Das ist echt. Oh, diese Fear of God Jacke. Oh mein Gott. Geil, echt geil. Ja, ist echt super. Auch hier dann wieder mit den Lichtern und so, die Autos, die Mädels, Wahnsinn. Auch genau der Kontrast zu ihr und so, das ist perfekt. Heftiges Ding, kann man einfach nicht anders sagen. Ja. Ja, so eine Kette kostet bestimmt auch schon wieder 10, oder? Wie Ja. sieht so aus? 10.000, also Chanel.
1000. Channel. Die Kette. Und der Gürtel. Oh ja. Ja. Die Uhr. Wahnsinn, ja. Und an dem Flügel könnte ich sitzen und ihr ein Lied spielen. Vielleicht im nächsten Video. Vielleicht. Yes. So, also ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da und nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann, das bin ich, Rahim. Und schaut auch gerne bei Dana vorbei, denn sie hat auch einen YouTube-Kanal, wo sie jeden Sonntag ein Video hochlädt. Unter anderem auch mit mir. Letzte Woche kam noch ein schönes raus. Da haben wir Try Not to Laugh, You Laugh, You Lose Challenge gemacht mit BTS. Das war ein einfaches Spiel. Also ist ja klar, wer da gewonnen hat. Bis zum nächsten Video. Tschüss.